In diesem Video zeigen wir euch eine Musterlösung für Aufgabe 2.3 des CAD-Workshops. In dieser Aufgabe sollen wir eine Welle modifizieren und die habe ich hier schon mal einmal geöffnet. Das ist die Welle aus Aufgabe 1.2, die wir dort konstruiert haben, und in diese Welle sollen wir jetzt noch Zähne für ein Zahnrad hineinschneiden. Die zugehörige technische Zeichnung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Okay, fangen wir mal an, damit hier direkt die Phase am Anfang hineinzuschneiden, die wir hier an den Rändern haben. Es ist ja in der technischen Zeichnung angegeben, dass dort eine 45 Grad mal 1 mm Phase an die Kanten hier oben dran kommen soll. Also wählen wir hier oben das Phasenfeature aus. Und wir haben hier schon 45 Grad mal 1 mm eingestellt. Okay. Und jetzt als nächstes, ich werde jetzt so vorgehen, dass ich zunächst einmal für den Abstand zwischen zwei Zähnen in die Welle hineinschneiden werde. Und diesen Schnitt werde ich anschließend mit einem Feature-Muster 58 Mal wiederholen, sodass wir am Ende unsere 58 Zähne in der Welle haben. Okay, wir fangen damit an, uns wieder eine Skizze zu erstellen. Am besten auf die Seite hier. Und ich werde zunächst einmal die beiden Hilfskreise, die dort auch in der technischen Zeichnung zu sehen sind, mir hineinlegen. So, das sollen beides Konstruktionsgeometrien sein. Okay, maßen die auch direkt mal eben. Und ich lege mir noch eine Hilfslinie hier hinein, die am Mittelpunkt anfängt. Okay. Für die beiden Zähne, beziehungsweise die Kanten der Zähne, werde ich hier zwei Kreisbögen hineinzeichnen, die jeweils bis ganz nach außen gehen. Bis hier. Und wir brauchen für den Schnitt noch zwei weitere Kreisbögen. Einmal hier auf der Innenseite. Ja. Und auf der Außenseite. Okay. Okay, als nächstes können wir auch schon direkt bemaßen. Vorher noch eine Skizzenbeziehung. Die beiden Kreisbögen hier haben ja denselben Radius, also setze ich die gleich zueinander und setze dann einen 10 mm Radius hier an den linken dran. So. Okay, und jetzt, um jetzt noch zu definieren, wie breit diese Furche hier am Ende werden soll, ist in der technischen Zeichnung ein Bogenmaß angegeben. Und um das jetzt hier so bemaßen zu können, das liegt ja an dem äußeren Hilfskreis hier dran, brauchen wir zwei Punkte. Und die sollen da auch genau auf der Linie liegen. Und jetzt können wir dieses Bogenmaß hier dran anbringen. Wir die Linie und die beiden Punkte anklicken. Und jetzt haben wir hier das Bogenmaß-Bemaßungswerkzeug. Okay, damit ist das Ganze vollständig bemaßt und wir können schneiden. Gucken, dass wir genau die richtigen Konturen auswählen. Ja, genau die ganzen Sachen hier wollen wir zum Schneiden benutzen. Frontskizzierebene ist richtig. Aber wir wollen durch alles schneiden. So. Okay. Und das brauchen wir jetzt nur noch 58 Mal.
Dazu wähle ich das Feature hier aus und dann auf Kreismuster. Als Richtung brauchen wir ja im Grunde einen Kreis, zum Beispiel diesen hier. Wir wollen 58 Wiederholungen oder 58 Kopien. Das Feature passt. Okay, einmal bestätigen. Und damit sind wir schon fertig. Machen wir nochmal eine Massenüberprüfung. Und wir liegen bei 6538,86 Gramm. Und das ist auch genau das, was in der technischen Zeichnung steht. Damit sind wir fertig mit der Konstruktion. Ich hoffe, das Video war wie immer hilfreich für euch. Bis zum nächsten Mal.